Presley. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten Livestream hier auf In Elvis Veritas. Jetzt muss ich aber gleich euch Zuschauer mal fragen, wenn irgendwas nicht passt mit Bild oder Ton, bitte sofort in die Kommentare reinschreiben. Ich habe zwar hier noch einen Beobachter mit dabei, der das Ganze mit verfolgt, aber ihr könnt gerne mit reinschreiben, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, wie es funktionieren soll. Eure Kommentare wären sehr wichtig. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Livestream auf In Elvis Veritas, wie immer mit einem Special Guest. Und ich sage natürlich vorher mal nicht, wer es ist. Das erhöht ein bisschen die Spannung. Aber nachdem ich diesen Livestream angekündigt habe als EM-freundlich, muss ich gleich dazu sagen, für die Fußballfans unter euch, ihr werdet also nichts verpassen. Das deutsche Spiel beginnt ja um 21 Uhr. Bis dahin sind wir alle fertig, versprochen. Und ich habe sogar noch den Extra-Service, nachdem mich ein Abonnent aus der Schweiz angeschrieben hat und hat geschrieben, das ist nicht EM-freundliche Zeit, weil da spielt die Schweiz, haben wir also den exklusiven Service, dass wir euch den aktuellen Spielstand auch von der Schweiz mitteilen können. Und da steht es, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 2:0 im Augenblick gegen Italien im EM-Achtelfinale. So, soweit dazu. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Livestream und zum heutigen Gast. Und der eine oder andere von euch verfolgt wahrscheinlich ja auch andere Kanäle, mache ich auch, klar, es soll ja auch so sein. Elvis-Fans sind Elvis-Fans und wir denken hier nicht in irgendwelchen Konkurrenzkategorien, so sollte es nicht sein. Und der Gast, den ich heute habe, ist ein relativ junger Gast und er war schon in, ich glaube, 2 oder 3 Livestreams jetzt zu Gast gewesen auf einem anderen Kanal. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Er hat mich mal angeschrieben, ist schon eine Zeit lang her und wir haben uns jetzt ein bisschen angefreundet und haben ein bisschen hin und her ausgetauscht und ich freue mich riesig, dass er heute mit dabei ist, zumal er auch ein bisschen ein Fan aus der jüngeren Generation ist. Einiges jünger als ich zumindest. Und ich freue mich, euch vorstellen zu können, unseren Daniel Göbel. Den blende ich gleich mal hier ein. Da sitzt er. Daniel, schönen guten Abend. Servus. Ja, also erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer. Und ja, ich bin Daniel Göbel. Ihr kennt mich vielleicht aus einem anderen Stream vom Sehen. Und ich bin jetzt fast genau 2 Jahre Fan von Elvis Presley. Ich komme aus einem kleinen Örtchen in der Nähe vom bayerischen München, von der Landeshauptstadt. Und ja, ich freue mich hier zu sein und zu erzählen, wie es zu diesem Fan-Dasein auch überhaupt erst gekommen ist. Jawohl, sehr schön. Danke, Daniel. Soweit die kleine Vorstellungsrunde. Ihr wisst ja, bei meinen Talkgästen geht es immer auch ein bisschen darum, ganz unterschiedliche Elvis-Fans abzubilden, mit ganz unterschiedlichen Ideen, ganz unterschiedlichen Vorstellungen, auch ganz unterschiedlichen Biografien. Das ist ganz wichtig. Und wir hatten ja beim ersten Livestream einen aktuellen oder einen Kenner, muss ich sagen, der Fanszene. Und jetzt haben wir tatsächlich mal jemanden, der durch einen Film zum Elvis-Fan geworden ist. Und zwar im Jahr 2022. Ihr kennt ihn alle, Baz Luhrmann, das berühmte Biopic von und über Elvis Presley, das wir alle gesehen haben. Und darum, über das werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Über den Film, aber auch über den Soundtrack. Also ihr könnt euch gerne natürlich wieder mit beteiligen, mit euren Kommentaren. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, vielleicht, Daniel, wenn du kurz mal, bevor wir in den Film einsteigen, habe ich euch mal hier einen Trailer. Wir haben 2 Trailer zu dem Film und ich möchte einfach mal einen Trailer euch zeigen an der Stelle. So einige sehen wohl mich als den Bösen in dieser Geschichte hier. Wirst du mit einer Bestimmung geboren
Oder kommt sie irgendwann und klopft an deine Tür? Hier ist ein junger Sänger aus Memphis, Tennessee. Bitte einen herzlichen Hayride-Applaus. Mr. Elvis Presley. Lass dir die Haare schneiden, du Schmalzlocke! In diesem Augenblick verwandelte sich dieser schmächtige Junge in einen Superhelden. Er war meine Bestimmung. Ich möchte Ihr Manager sein, Mr. Presley. Sind Sie bereit zu fliegen? Ich bin bereit. Bereit zu fliegen. Morgen wird ganz Amerika über Elvis Presley sprechen. Mr. Presley, wackeln Sie bei den Aufnahmen nicht so rum. Ich muss mich bewegen, wenn ich singe. Ein paar Leute wollten mich ins Gefängnis stecken, wegen der Art, wie ich mich bewege. Ich komme ins Gefängnis, weil ich über die Straße gehe, aber du bist ein berühmter weißer Junge. Deine Art zu singen ist Gott gegeben, also kann daran nichts verkehrt sein. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. Tragisch, aber das hat nichts mit uns zu tun. Das hat alles mit uns zu tun. Ein Reverend sagte mal zu mir, wenn etwas zu gefährlich ist, um es zu sagen, dann sing. Singt! Ich werde bald 40 und niemand wird sich an mich erinnern. Ich muss wieder der werden, der ich wirklich bin. Und wer bist du, Elvis? Ich muss das Beste aus der Sache machen, solange ich kann. Es könnte im Nu vorbei sein. Wir sind gleich, wir beide. Zwei ungewöhnliche, einsame Kinder, die nach der Ewigkeit greifen. Die größte Show auf Erden. Elvis has left the building. Ja, soweit dieser Trailer. Wir haben auch noch einen zweiten, den werden wir uns später ansehen. Ja, Dani, ich weiß nicht, wie ging es dir, als du diesen Trailer, ich nehme an, du hast den auch gesehen, bevor der eigentliche Film gestartet ist. Wie ging es dir, als du den Trailer gesehen hast? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich den Trailer tatsächlich nicht vorher gesehen. Okay. Also normalerweise, wenn mich irgendwelche Filme interessieren, dann schaue ich mir meistens den Trailer tatsächlich vor dem Kinogang an. Aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen. Okay. Also Ist das, interessant. ja, Aber das war wahrscheinlich auch dieser Vorführeffekt dann. das erklärt es natürlich auch, weil du ja sagtest, dass du durch den Film im Prinzip zum Fan geworden bist, dass Ja. man dann natürlich auch den Trailer nicht sieht, sondern wenn man erst durch den Film zum Fan geworden ist, ist es nachvollziehbar. Bevor wir Ja. uns weiter unterhalten, schaue ich kurz mal in den Chat rein. Also wir haben hier viele Kommentare schon. Der Frank Matt ist hier. Servus, hallo. Dann den haben wir den Thomas Scharf aus Nordhessen, Christian Köster, Thomas Gebauer-Wagner, liebe Grüße von Thomas aus Bonn an alle Fans. Den Phil haben wir hier, jawohl, die Schweizer führen 2:0. Das scheint immer noch zu stimmen. Wenn es anders ist, schreibt es bitte rein. Ich habe zwar hier den Live-Ticker auch neben mir laufen, aber man kann sich nicht auf alles konzentrieren. Gruß aus Buchholz in der Nordheide haben wir hier, Frank aus Tuttlingen und so weiter. Was haben wir hier stehen? Den Film sollte man unbedingt im englischen Original sehen, sagt der Phil. Ja, da hat er recht. Ich weiß nicht, Daniel, hast du den im Original gesehen? Ich habe ihn tatsächlich ein einziges Mal im Originalton gesehen und es war tatsächlich letztes Jahr auf dem Elvis Presley Festival in Bad Nauheim. Ja. Es ist nämlich wirklich erstaunlich, was der Schauspieler Austin Butler, wie ähnlich die Stimme tatsächlich klingt. Ja. In Ja. der deutschen Fassung kann man das ja nur erahnen beim Soundtrack, also wenn er singt.
Er hat ja, Ja. die frühen Aufnahmen sind ja tatsächlich von Austin Butler tatsächlich auch gesungen. Fand ich Ja. mutig, aber auch richtig gut. Wohingegen die Aufnahmen aus den 70ern dann, oder ich glaube ab 69, glaube ich, hat man dann, oder 68 schon, hat man dann die Elvis-Originalstimme genommen, was Ja, ab Sinn dem macht. Comeback-Special, glaube ich. Ja, genau, weil er ja da auch ein bisschen andere Stimme hat, beziehungsweise tiefere Stimme hat. Ja, genau. Ich wurde an Weihnachten 76 zum Elvis-Fan, schreibt der Thomas hier. Jawohl. Wir wissen jetzt, wann der Daniel zum Elvis-Fan wurde. In welchem Kino hast du ihn denn angesehen? Das war im Cinewood in Waldkraiburg, heißt der Ja. Ort. Das ist hier ein Nachbarort. Und da habe ich den Film angeschaut. Ja, Okay. und das war mit 2 ehemaligen Arbeitskolleginnen und einer Freundin von mir. Ja, Und es sollte eigentlich nur ein Kinoabend für 2 werden, weil ich habe tatsächlich in dem Kino das Kinoplakat gesehen. Und das Kinoplakat hat mich total angesprochen, ja, weil ich mir dachte, der Austin Butler macht eine gute Figur und dann habe ich gelesen Tom Hanks und Ja. ich glaube, ich habe keinen Film mit Tom Hanks nicht gesehen. Und das war dann für mich so die Neugier, ja, dass ich sage, Tom Hanks ist ein Hitgarant und das hat mich neugierig gemacht, ja, ja. genau. Also Tom Hanks, das war natürlich auch eine Top-Wahl, wenngleich ich irgendwo gelesen habe, man hätte ihn tatsächlich für den für die schlechteste Rolle oder irgendwas nominiert. Ich weiß nicht, Ja. ob das wirklich stimmt. Doch, stimmt, der hat auch den Preis gekriegt. Das ist die Goldene Oh je, Himbeere. oh je, oh je. Na, Die also Goldene das, Himbeere wird ja jedes Jahr in Amerika ja. verliehen, parallel zu den Oscars. Das sind Ja. sozusagen die Ja. Nicht-Oscars. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich meine, sicherlich gibt es Filme von Tom Hanks, die stärker sind jetzt also die ihn besser zeigen, so möchte ich Ja. mal sagen. Castaway zum Beispiel, ne? Oder Ja. Forrest Gump oder so. Auf dem Level ist natürlich unser Elvis-Film nicht, vor allem nicht, was seine Rolle betrifft. Aber trotzdem, also die Himbeere, ich weiß nicht, oder wie siehst du das? Ich habe gehört, also die Begründung für die Goldene Himbeere war ja sein Akzent, den er im Originalton verwendet hat, weil Colonel Tom Parker hat ja doch trotz seiner holländischen Herkunft relativ gut Englisch und wenig gebrochenes Englisch gesprochen. Ja. Und der Tom Hanks muss irgendwie versucht haben, einen holländisch-englischen Akzent zu kreieren. Und das haben sie wohl bemängelt. Das muss laut den Kritikern totaler Fail gewesen sein. Okay. Ja gut, das ist natürlich für uns als nicht englische Muttersprachler und holländischer gleich gar nicht, ist es natürlich schwer, jetzt sowas zu beurteilen. Das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Das können die Amerikaner möglicherweise besser beurteilen. Ich habe den Film auch im Original gesehen. Ich fand schon, dass er ein bisschen seltsam spricht, aber für mich war das jetzt nicht so störend, muss ich sagen. Ne? Ja. Aber wir haben hier im Chat zum Beispiel, der Frank ist der Meinung, Tom Hanks super Leistung. Also ich sehe es eigentlich auch so, was die schauspielerische Rolle betrifft. Ja, vielleicht sprechen wir durchaus mal auch über den Austin Butler. Wie hast du den gesehen, Daniel? Also ich kannte ihn ja gar nicht. Ich habe tatsächlich einen Film gesehen vorab, wo er auch mitspielt. Das war Once Upon a Time in Hollywood mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und da hatte er so eine unscheinbare Nebenrolle, dass er mir gar nicht aufgefallen ist. Also ich habe nicht diesen Film mit seinem Gesicht assoziiert. Ja. Und für mich war er neu, also ich kannte ihn aus keinem Film. Und natürlich ist sein äußeres Erscheinungsbild, er ist ein gut aussehender junger Schauspieler. Und auch für Elvis Presley fand ich passend, denn Elvis Presley war ja doch auch ein gut aussehender Mann. Ja. Und deswegen war das schon beeindruckend, ja. Also auch die Freundin von mir, die mit mir im Kino war, die ist ja noch ein bisschen jünger als ich. Und die war auch gleich von seinem Erscheinungsbild hin und weg, ja. Ja, also was mich ehrlich gesagt beeindruckt hat bei dem Austin Butler, war, dass man tatsächlich diese Zeitspanne zwischen, ich sag mal, 1954 und 77, freilich,
wirklich gut hingekriegt hat. Also wenn ich an diese Schlussszene denke, wo er da, wo er sozusagen die Konzertszene spielt. Ich glaube, das Ja. war Rabbit City, glaube ich, muss es gewesen sein, wo Elvis Ja. am Piano, was ja da auch im CBS TV Special zu sehen war im Original. Ja. Also das haben sie schon verdammt gut gemacht. Also das ist eine Zeitspanne von 23 Jahren. Das Ja. muss man erst mal hinkriegen, dass man Menschen Ja. dann so in die Maske kriegt. Ne? Ja. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, die Maske in der Schlussszene war jetzt schon, finde ich, ein bisschen abweichend vom Original. Ja. Ja. Weil man sieht ja dann ganz am Schluss die originale Aufnahme von Elvis. Und da war für mich im Kino, ich habe die Aufnahme ja zum ersten Mal gesehen, die Originale. Und da habe ich für mich eigentlich gedacht, ja gut, okay, so schlecht sah er jetzt aber auch nicht aus, ja. Ja. Also, das glaube ich, haben sie mit der Maske von Austin Butler auch ein bisschen übertrieben oder sie mussten es so machen. Ja. Ja, kann sein. Kurze Frage an dich, Daniel. Hast du an den Toneinstellungen was verändert, weil ich einen unheimlichen Hall drauf habe? Den hatte ich vorher nicht, weil ich habe nichts gemacht. Schau mal bitte, ganz kurz. Nicht, dass unsere Zuschauer hier Ohrenkrebs bekommen. Warte mal. Jetzt? Ist es besser? Ja, also ich habe immer noch ein bisschen einen Hall drauf, aber egal. Lass mal. Schau mal kurz. Ich probiere Wir haben mal hier was. gerade im Chat, sehe ich drin, der Frank schreibt, habe schon viele Elvis-Filme gesehen, die produziert wurden. Kurt Russell spielte bei weitem nicht so gut. Austin Butler war die ideale Besetzung. Ja, gebe ich recht. Also der Kurt Russell war aus meiner Sicht, das war ja dieser Film von 1979, glaube ich, war er. Der kann dem nicht das Wasser reichen. Wobei ich sagen muss, für mich ist immer noch This is Elvis von 1981, ein Film, den man nicht unterschätzen darf. Das ist zwar kein Spielfilm, also er hat nur ein paar einzelne Spielszenen. Daniel, du bist übrigens gerade nicht im Bild. Ein paar einzelne Spielszenen drin, ansonsten Dokumentarmaterial. Aber für mich ist es nach wie vor ein Film, auf den man eigentlich nicht verzichten kann. So, ich sehe jetzt vom Daniel im Moment nichts. Daniel ist nicht im Bild. Hoffen wir, dass er wieder kommt. Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Okay, jetzt was haben wir hier? Elvis 29 BM, BS, der Film war gut, aber auch viel verschenktes Potenzial. Ja, stimme ich zu. Ich habe auch Dinge vermisst. Ich meine, es ist natürlich immer jetzt ist er wieder da. Daniel, jetzt bist du wieder da, ja. Ton auch, gut. Ich glaube, der Ton müsste jetzt vielleicht besser sein wieder. Der Ton ist jetzt perfekt bei mir. Sehr gut. Liebe Zuschauer, schreibt rein, wenn irgendwas nicht passen sollte, gell, dass wir hier gleich korrigieren können. Aber jetzt, ich habe keinen Halt drauf, es ist wie vorhin. Okay, Ja. super. Was haben wir jetzt, über was, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Über was haben wir Du gerade hattest gesprochen? von Kurt Russell. Ja, von Kurt Russell hatten wir es. Von This is Elvis. Von 19, kennst du den? This is Elvis? Ja, den habe ich auch geguckt hinterher. Okay. Ja. Da gibt es ja auch einen Director's Cut, der ist sehr zu empfehlen. Den kenne ich leider noch nicht. Da habe ich bis jetzt vergeblich versucht, da ranzukommen. Ja, also den gibt's oder gab es zumindest mal auf, ich habe eine Doppel-DVD, da ist auf der einen ist die Originalversion, ich habe es jetzt im Regal, müsst ihr jetzt suchen, geht es nicht weg von der Kamera, Ja. da ist der Originalfilm drauf und dann gibt es noch einen Director's Cut, der geht über 2 Stunden, glaube ich, weil die Okay. geschnittene Ja, genau, über Fassung, 2 Stunden, ja. Mhm. ja, ja, genau. Und jetzt weiß ich ja wieder, was ich sagen wollte, genau, verschenktes Potenzial. Ich fand ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen, bei der Regie vom Film, warum hat man Aloha from Hawaii, das absolute Karriere-Highlight von Elvis, ich glaube, Standbilder sogar, ja, oder ganz kurz, wo er mal über die Bühne läuft, überhaupt keine Erwähnung gefunden, also Erwähnung schon, aber Ja. keine Szene. Fand ich sehr, sehr schade, weil da hätte man auch ein bisschen was daraus machen können, wenn es 2 Minuten gewesen wären, oder? Wie siehst Also du ich das? habe den Film ja gestern tatsächlich nochmal geguckt, Okay, als Vorbereitung für unseren Stream. Von Aloha, da ist die Szene, wo Tom Hanks dann sagt, ich habe mein Versprechen eingehalten, ich habe die Welt zu ihm gebracht. Ja? ja,
Und da sieht man dann tatsächlich eine kurze Szene aus dem originalen Aloha. Da macht Elvis dieses Begrüßungssymbol, Ja, dieses das Zeichen da, ja. genau zum Abschied, was Ja. er gemacht hat. Ja. Der hawaiianische Gruß. Und das war das Einzige, ja. Und dann sagen sie eben noch, dass 1,5 Milliarden Zuschauer das gesehen haben. Ja, ja, genau. Das stimmt. Wobei diese Zahl, also die, glaube ich, ist schon valide. Was nicht valide ist, ist mit 1/3 der Weltbevölkerung. Das kann man ja auch in verschiedenen Biografien lesen. Da hat einmal einer geschrieben, ein Musikjournalist, den Satz fand ich gut, den habe ich mir gemerkt. Der hat geschrieben, 1/3 der Weltbevölkerung hätten Aloha vom Hawaii gesehen, wenn sie denn einen Fernseher gehabt hätten. Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil 1973 war natürlich die Abdeckung mit Fernsehern in Haushalten noch nicht so, wie sie jetzt, also für heute brauchen wir mal gar nicht zu reden, aber wie vielleicht vor 20 Jahren. Also da denke ich, dass das schon stimmt. Ja, jetzt würde ich sagen, bevor wir weiterreden, schauen wir uns mal den Trailer 2 an, holen uns da mal ein bisschen Input. From Baz Luhrmann, the director who reimagined Shakespeare, reinvented the musical, and redefined a classic, comes a bold new vision of an American icon. But this ain't no nostalgia show. We're gonna do something different. Comic book heroes all find their superpowers. Elvis found music. Bring that bass up, Jerry. I wish to promote you, Mr. Presley. I believe I can be great. Some people wanted to put me in jail. It's a Wells movie. Don't so much as wiggle a finger. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight. In that moment, Elvis, the man, was sacrificed. And Elvis, the God, was born. I would do anything to make sure my mama and daddy never have to live in poverty ever again. I think if you dream it, you'll do it. You know? Yeah. Colonel, you put an end to your boy's animal behavior, or we will. There's a lot of people saying a lot of things. But in the end, you gotta listen to yourself. You bled me dry, and you still want more? I am a promoter. That is what I do. What you sing is God-given, so there can't be nothing wrong with it. Are you ready to fly? I'm ready to fly. Elvis, rated PG-13, Friday. Ja, das war der Trailer 2. Ich finde die Trailer übrigens sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Daniel? Ja, die Trailer waren gut. Ich habe die hinterher dann angeschaut, weil es Okay. mich interessiert hat, wie der Film dann auch beworben wurde. Ja. Und ja, die Trailer waren echt super. Die waren gut. Ja, sehe ich Auch auch die so. Kinoplakate, die verschiedenen, waren richtig toll. Die Ja. waren cool. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wir können jetzt einmal über Lieblingsszenen aus dem Film vielleicht sprechen. Da fange ich mal an, weil sonst vergesse ich es wieder. Was ich also es waren viele Szenen drin, die toll waren. Aber für mich persönlich, ich bin ja selber auch Musiker, ich spiele Trompete, wie vielleicht der eine oder andere weiß, habe ich ja sogar in einem Elvis-Video hier mal gemacht, zu Fun in Acapulco zum Song. Da ist natürlich für mich die Orchesterauftritte von Elvis Las Vegas immer ein besonderer Reiz mit diesem tollen Joe Gershow Orchester im Hintergrund, die das wirklich großartig machen bis 1977. Da hört man fast keinen Fehler, also das ist wirklich umwerfend. Und da ist eine Szene drin, wo er dieses Eröffnungsthema einstudiert. Das fand ich ganz toll. Ja. In Las Vegas. Kannst du dich an die Szene erinnern? Ja, da habe ich Gänsehaut gehabt im Kino. Ja, also ich auch. Und da mache ich regelmäßig, da drehe ich meinen Fernseher bzw. meine Surround-Anlage drehe ich immer auf, wenn das kommt, wenn dann das Blech einsetzt, ja, die Posaunen und die Ja, die super. Trompeten. Also das ist wirklich ganz, ganz toll.
Ja, und das ist so eine meiner Lieblingsszenen, aber ich mag natürlich auch diese, wenn gleich die etwas klischeehaft ist, diese Szene mit, wo Gospel und Blues so 100 Meter auseinander und mal rennt er zu den Blues hin, wo dann der Mann diese Dame da ein bisschen erotisch angeht, sag ich mal, ein bisschen vorsichtig. Und in dem Zelt dahinter findet dann eine evangelikale Missionsveranstaltung statt mit Gospel-Songs. Das ist großartig gemacht, finde ich. Großartiges Kino, wenngleich natürlich sehr klischeehaft. Aber bitte, Daniel, was sind deine Szenen? Ja, also mich hat ja der Film wirklich schon von der Eröffnungsszene ab richtig gepackt, weil mit den ganzen Strass und Glitzer und also und dann auch noch dieser Chor im Hintergrund leise von Suspicious Minds. Das war, also da habe ich mir gedacht, wow, was schaue ich mir da an? Ja, also das war für mich schon so ein episches Opening. Und da muss ich echt sagen, das war schon richtig cool. Aber ich kann mich dir auch anschließen. Diese Probe, wo sie mit den ganzen Instrumenten zu That's Alright proben, also das war, aber es war im Allgemeinen, es war alles so bildgewaltig. Also ich habe mir gestern beim Anschauen auch nochmal gedacht, es ist fast kaum Zeit, mal während dem Film ein bisschen Luft zu holen, ja, weil es von einer ereignisreichen Szene in die andere übergeht. Und für mich persönlich war eigentlich so das persönliche Highlight die Szene, wo man sieht, dieser Kamerazoom zum Comeback-Auftritt, ja. Und er dann anfängt, well, since my baby left me, und da habe ich mir gedacht, boah, also das war für mich der Moment, da war ich wirklich kurz mal, ja, so geflasht, dass ich aufgehört habe zu atmen kurz, ja. Ja. Und ich habe das ja zum ersten Mal gesehen, auch dann in dieser schwarzen Lederkluft. Ja. Also da habe ich mir gedacht, boah, ja, also das war für mich wirklich so ein persönliches Highlight. Und auch diese Story, die dahinter gesteckt hat, die man natürlich übertrieben hatte, aber der Colonel wie ein Verrückter rumgelaufen und es sollte doch ein Weihnachtsspecial sein. Und da muss ich sagen, also da habe ich herzlich gelacht, weil ich mir dachte, das ist total cool. Ja, da fand ich auch, muss ich sagen, von Baz Luhrmann diesen Regiekniff fand ich klasse mit dem Snowman, ne? Weil da schließt sich ja der Kreis wieder mit dem Weihnachtsspecial und der Snowman, der sie einseift, ne? Wo der Colonel sich als der Snowman bezeichnet. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das muss man schon sagen. Das war wirklich super. Absolut. Wir schauen kurz mal in den Chat rein. Was haben wir hier ein bisschen drin? Übrigens, die Schweiz hat 2:0 gewonnen gegen Italien. Für die Fußballfans, Spiel ist aus. Die Schweiz ist im Viertelfinale. So, was haben wir jetzt hier? Die DVD von This is Elvis müsste es noch geben über eBay. Ja, das kann sein. Also wie gesagt, ich habe sie. Kann ich dir wärmstens empfehlen, Daniel, falls du sie nicht hast, solltest du dir besorgen. Muss ich mal schauen, ob ich die noch irgendwie ergattern kann. Ja. So, was haben wir dann noch? Ist ein Unterhaltungsfilm, aber für Kenner stimmen halt schon viele Fakten nicht. Ja, es ist mit Sicherheit einiges vertauscht und verdreht. Keine Frage. Mir kamen oft die Tränen. Ja, es waren rührende Szenen dabei. Die Trouble-Szene in Rosewood Pike ist fantastisch. Ja, das ist sie, aber da sind wir jetzt bei den Fehlern, ne? Weil Trouble ist ein Lied, das 1958 aufgenommen wurde und Rosewood Pike war also 2 Jahre früher. Von daher, sage ich jetzt mal. Glaube ich, das haben sie schon versucht, auch ein bisschen dramatisch darzustellen. Ja, natürlich. Nein, Also, um Gottes Willen. Ich kritisiere das überhaupt nicht, weil in die Dramaturgie vom Film passt es gut rein. Ja, absolut. So, was haben wir hier dann noch? Seit mich vor 2 Jahren gepackt hat, da haben wir noch jemanden. Jawohl, der Chris. Dem geht's wie dir, Daniel. Seitdem bin ich nun Elvis Collector und kann nie genug hören. Jawohl, Chris, herzlich willkommen im Club. Geht mir genauso anders und habe bis vor 10 Jahren auch alles gesammelt. Das mache ich nicht mehr. Okay, na Gott, man muss nicht alles haben. Wobei momentan werden wir Fans schon, muss ich sagen, verwöhnt, ne, was so auf den Markt kommt.
absolut. Also das ist ja unglaublich. Der Memphis Recording Service, ich habe ja etliche Videos schon drüber gemacht, wo ich Review mache und Unboxing. FTD natürlich auch nicht zu vergessen. Ja, die zwar immer mal wieder in Lieferschwierigkeiten stecken, das haben wir ja heuer drastisch erlebt mit Moody Blue. Aber ansonsten natürlich trotzdem finde ich großartiges Material abliefern. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal ein bisschen auf den Soundtrack ein. Ne? Ja. Ich habe mal hier euch die Songliste vom Soundtrack, also von der Deluxe-Version. Irgendeiner hat vorhin im Chat reingeschrieben, der Vinyl-Soundtrack ist auch gut. Ja, das stimmt. Allerdings, wie immer, werden die Schallplattensammler, ich bin ja auch einer, beschissen, weil wir natürlich immer nur einen Teil bekommen. Ja, also. Ja, soweit ich weiß, kamen CD und Schallplatte zur gleichen Zeit raus. Da sollten auch die Titel relativ ähnlich sein, weil die Deluxe Edition kam ja tatsächlich nur digital raus. Ja, richtig. Ja. Ja, ich habe mir das alles runtergeladen natürlich. Ich habe das am Auto dann gehört. Im Auto höre ich ja nur digital. Zu Hause höre ich eigentlich fast ausschließlich analog. Aber im Auto natürlich digital. Und ich habe hier mal die Trackliste. Ihr seht es, 36 Tracks werden mir hier angezeigt. Und wir gehen die natürlich jetzt nicht alle durch, aber ein paar müssen wir schon mal erwähnen. Übrigens habe ich nachgesehen, der Soundtrack selbst kam nicht in die Top 10. Er war in den Billboard-Charts auf Platz, ich glaube 22, 20 oder 22, ist natürlich trotzdem ein guter Wert. In Deutschland war er auch unter den Top 20 gewesen. Aber vielleicht gehen wir mal ein paar Stücke durch. Was wir erwähnen müssen, finde ich, ist Doja Cat mit Vegas. Daniel, für dich als eher dem Rap nahestehende, vom Alter her, ich weniger. Wie fandst du diesen Song? Ja, also ich bin jetzt auch kein Rap-Fan. Ich mag zwar R&B oder der zeitgenössische R&B vermischt mit Hip-Hop. Ja, das finde ich ganz gut. Aber so richtig Rap, damit kann ich jetzt eigentlich auch wenig anfangen. Aber ich muss sagen, diese Remixe, auch jetzt speziell von Doja Cat, also ich fand es sehr gut gemacht, weil es halt tatsächlich jüngere Generationen anspricht. Und die Songs, ja, sage ich mal, zeitgemäß produziert wurden, so abgegradet, kann man vielleicht auch sagen. Es unterhält, also zum Film passt es natürlich perfekt. Da fand ich es richtig cool, als Untermalung, so den Mix aus den neuen Remixen und den Originalsongs, das war gut gemacht. Ja, absolut. Also ich bin erklärter Anti-Fan, was Rap betrifft, da mache ich keinen Hehl draus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das auch toll, diese Doja Cat Version. Da ist wirklich, wie du es richtig gesagt hast, da erreicht man auch eine jüngere Generation und ich habe nachgesehen, der Song kam auch tatsächlich in die Top 10 in den USA, also Platz 8, glaube ich, habe vorhin nachgesehen, habe es mir leider nicht notiert, aber definitiv Top 10, das weiß ich sicher. Und ja, also das ist, wir hatten ja auch Eminem, also da waren ja auch echte Größen mit dabei auf dem Soundtrack. Ja. Eminem ist natürlich Legende auf diesem Gebiet, auch wenn seine große Zeit auch schon ein bisschen zurückliegt. Fand ich auch cool. Ja, der hat ja, glaube ich, was war das gewesen? Müssen wir schauen gerade. Moment, das wird ja hier aufgelistet. Wo haben wir den Eminem? Na, das finde ich dann auf Anhieb nicht. Siehst du? Ich dachte in the Ghetto, nee, aber es ist es nicht. Ach so, der Song war, Moment, das ist jetzt eine gute Frage. Bin ich jetzt gerade blind, sehe den nicht oder wird er hier tatsächlich nicht erwähnt? Das kann aber nicht sein. Es sind ja alle Stücke drauf. Das war Eminem, The King and I, da. The King and I, genau, ja. The King and I war Eminem, ja, richtig, genau. Wie fandst du den Song? Ja, fand ich cool. Fand ich richtig cool. Okay. Muss ich sagen, also, hat mir gefallen, ja. Liebe Zuschauer, Songs einspielen, könnt ihr euch vorstellen, ich hätte es gern gemacht, aber da weiß ich genau, was YouTube, kommt der Zeigefinger von YouTube, das darfst du nicht. Dann wird mein ganzer Chat hier, Chat sage ich schon, mein Livestream zerfleddert. Das möchte ich auch nicht. Also, was ich stark fand, war I Got a Feeling in My Body. Ja, das war super.
das war absolut. Stuart Price zusammen mit einem remixten Elvis aus den Stax Studios. Ja, das war super. Ich fand auch den Remix mit, wie heißt der jetzt? White mit Nachnamen. Moment. John White, James White. Jack White. Jack White. Power of My Love. Power of My Genau. Love. Ja, der war auch gut, ja, das stimmt. Der war wirklich toll, ja. Mhm. Also ich hatte ja, also es sind wirklich etliche Highlights da auf dem Soundtrack. Ich fand auch ganz klasse Cotton Candy Land. Als ich den Film im Kino gesehen habe, dachte ich mir noch, wer um Gottes Willen kommt auf Cotton Candy Land aus It Happened at the World's Fair? Also das ist ja nur wirklich Elvis-Song, den man normalerweise sich nicht jetzt 10-mal hintereinander anhört. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mag sicher als Leute gehen, die es jetzt anders sehen, aber der hat so toll reingepasst und diese Remix-Version ist also sensationell gut geworden. Ich fand auch sehr gut Can't Help Falling in Love. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. In der Szene, glaube ich, von Deutschland, als er mit Priscilla auf seinem Zimmer sitzt und sie sich, glaube ich, auch zum ersten Mal küssen. Ja. Ich glaube, dass da der Song vorkommt, den fand ich super genial. Ja. Und was ich wirklich toll fand, ich weiß jetzt nicht mehr die Interpretin. Casey Musgraves. Ja, genau, richtig. Die war ja auch bei dem Weihnachtsspecial letztes Jahr auf Graceland dabei. Ja. Und da fand ich das einen Gänsehautmoment, weil so viele Künstler werden heutzutage ja künstlich im Studio hinterher nachbearbeitet. Und sie hat diesen Song live 1:1 wie auf der Platte, wie auf der CD gesungen. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Da habe ich mir gedacht, wow. Ja, also absolut. Klasse, absolut klasse. Also ich finde auch, diese Fassung, die ist für mich nach der Elvis-Version, kommt die sofort an zweiter Stelle. Der Song ist ja oft gecovert worden. Da gab es ja auch in den 90er Jahren mal eine Reggae-Version mit UB40, glaube ich, war das, die das aufgenommen haben. Ja? Genau. Richtig. Aber hier die Casey Musgraves, also das ist schon vom Allerfeinsten, was die abgeliefert hat. Ja. Haben wir vorhin gesprochen über Austin Butler, der die frühen Songs selber aufgenommen hat. Da haben wir hier zum Beispiel Baby Let's Play House. Wie fandst du das? Fand ich sehr cool. Aber mein Highlight von Austin Butler, muss ich sagen, ist Heartbreak Hotel. Ja, okay. Weil man da wirklich im Film ihn auch im RCA-Studio sieht und wo man ihn darum bittet, dass er sich nicht so bewegen soll und wo er dann sagt, ich muss mich bewegen, wenn ich singe. Ja. Und dann stimmt er quasi fast a cappella Heartbreak Hotel an und da habe ich mir gedacht, boah, wow. Also, da war mir im Film auch nicht klar, ich habe das hinterher durch den Soundtrack erst erfahren, dass das tatsächlich von Austin Butler gesungen wurde. Ja, das also stimmt. das hat mich umgehauen. Ja. Super, super genial. Wirklich. Was ich auch total beeindruckend fand, war Hound Dog. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn man die Ed Sullivan, war das Ed Sullivan? Nein, war ich gar nicht Ed Sullivan Show, wo er diesen Auftritt, das war ja der Skandalauftritt danach, war ja dann die Zensur. War das nicht die Milton Berle Show? Könnte Milton Berle gewesen sein, ja. Ja, Weil Milton Berle war es. Da sieht man vorher, wie er sich bei Lansky dieses Jackett kauft, das rosafarbene. Genau, ja. Richtig, stimmt. Und da ist ja wirklich, also das sind ja auch die Bewegungen, wenn man das Originalvideo kennt, das ist unglaublich, wie exakt der das nachmacht. Also allein dafür hätte er einen Oscar verdient gehabt, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und was mich auch fasziniert hat, war auch von der Musik her, weil da ist es ja so, das habe ich in einem anderen Video von mir mal erwähnt, das hat mir eigentlich nie so gefallen, weil da spielt Scotty Moore das gleiche, was Bill Black am Bass spielt. Das ist immer dieses Dom, 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 Dom. Da fehlt die Rhythmusgitarre. Elvis hat sie nicht umhängen, also kann er sie auch nicht spielen. Und die sind ja nur Schlagzeug noch und Scotty und Bill Black. Und da fand ich immer, dass das total leer klingt, aber die haben das wirklich im Film 1:1 kopiert, so wie das damals in der, hier schreibt gerade der Thomas Schaff, Steve Allen Show, also da müssen wir nochmal nachschauen, ob das jetzt Steve Allen war, aber ich glaube, Steve Allen war mit dem Frack.
Mit dem Ja, das Zylinder war, und dem glaube ich, Frack. genau. Weil in der Steve Allen Show wollten sie ihn familientauglich machen. Das war Ja, der ja, Auftritt genau. mit dem Hund. Ja. Ja, ja, genau. Das Ja, war ja da, wo er sich selber als ausverkauft gesehen hat, ne? Zum ersten Mal, er hat sich ja, verkauft, ne? Genau. genau. Ja, Hound Dog, auch das ist ein Highlight. Was haben wir denn noch ein bisschen? Über Trouble haben wir schon gesprochen, Got a Also Feeling in My Body. meine persönlichen Highlights sind die 2 Remixe von den Backstreet Boys und Britney Spears. Ja, die Also, waren, die waren aber im Bonus, ne? ja, genau. Weil Das Bonus. mit den beiden Künstlern bin ich ja sozusagen aufgewachsen. Ja, Ich war ja, früher, ich hatte mal eine Zeit lang eine Phase, da war ich Backstreet Boys Fan und auch naja, Britney Spears. Und deswegen, also im Film kommt es auch super genial rüber. ja, Das war cool eingefügt, wo sie dann sagen, Elvis Leben wurde zu einem Hollywood-Film und dann kommt ja der Remix mit Britney Spears zu Toxic. Also das fand ich richtig einfach super genial. ja, Cool ja, gemacht. genau. Ja, das sind interessante Dinge dabei. Ich fand auch manchmal, wo man Elvis nur so ein bisschen mit reingemischt hat, da fand ich auch die Ja, Songs ganz interessant. Zum ja, Beispiel sehen wir hier Summer Kisses, Winter Tears wird da ja. angeschnitten, ne? Ähm, Ist ein ganz toller Remix, ja. ja, Und komischerweise oder witzigerweise bei diesem Song Summer Kisses, Winter Tears, da kriege ich im Kopf wie so eine Art Flashback und ich erinnere mich zurück an genau diesen Moment, wo ich Elvis-Fan geworden bin. Ich weiß nicht warum bei Summer Kisses, Winter Tears, ja, aber der hat so eine eingängige Background-Melodie. ja, Das ja. ist so, das durchfährt einen irgendwie so, finde ich. Ich habe ja zu der MRS-Veröffentlichung, jetzt muss ich überlegen, welche das war. Ach, Complete Movie Masters, genau 60 bis 62. Da ist ja auch Summer Kisses, Winter Tears in der Movie-Version drauf, die aber aus dem Film geschnitten wurde, Ja, okay. wo man diese Indianermusik im Hintergrund, also nur diese Trommeln hört. Und er Ja, singt Summer okay. Kisses, Winter, die ganz, ganz steige Fassung. Also Okay. da kriege ich die Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was haben wir denn noch drauf? If I Can Dream fand ich, na gut, das war natürlich der Originalmix, soweit ich weiß, oder ein bisschen Bass hat man wahrscheinlich immer dazu gegeben, bisschen Ja, da Schlagzeug. gab es auch eine Version, wo ein anderer Künstler das If I Can Dream komplett alleine gesungen hat. Okay, Neu, neu eingesungen hat. Das war auch nicht schlecht. ja. Also hier in der Tracklist ist es unter Elvis Presley aufgelistet, Ah, okay. aber ja, was haben wir noch? Any Day Now, ja, da fand ich auch interessant, dass man den Song mit reingenommen hat aus den 69er Memphis Sessions. Starker Song, aber man muss mir erst mal drauf kommen. Also auf Any Day Ja, Now wäre ich jetzt nicht gekommen. Any Day Now ist, glaube ich, in der Szene, wo man Elvis und Priscilla mit dem Golfwagen fahren sieht, über das Ja, Graceland-Anwesen. Das fand ich ganz gut, weil das zu dieser heiteren Stimmung auch zu ja, den Bildern gut gepasst hat. Ja, ja, genau. Was haben wir dann noch? Dann haben wir Vegas Rehearsal, da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ja so ein ja, bisschen mein persönliches Highlight, wo er da diesen Eröffnungsriff einstudiert. Das gefällt mir total gut. Ja, Pork Salad Annie. ja. Gehört rein, Pork ne? Salad Annie ist ja eigentlich schon an sich ein Hammer-Song. Ja, absolut. Und ich fand es auch hier wieder, muss ich sagen, die Bewegungen wahnsinnig gut Ja, gemacht, den Las Vegas-Auftritt, bis ins ja, Detail kopiert sozusagen. Und die super. Originalstimme, das ist natürlich schon, also da ist man ganz nahe wirklich am Original Ja, Elvis dran, sage ja, ich jetzt super mal. gut. Was haben wir noch? Burning Love kam auch Ja, drin vor, Burning ja. Love fand ich auch cool, weil Ja, Burning Love ist ja doch einer von meinen absoluten Lieblingssongs von Elvis. Und da ja, finde ich die Filmversion, die klingt auch richtig frisch. Also die hat man echt cool gemacht, fand ich. ja, absolut. Dann haben wir hier In the Ghetto, das war ja der Abspann, ne? World Turns Remix, Elvis Presley und Nardo Wick. Kannst du dich an den Ja, das erinnern? dürfte der Abspann gewesen sein, ja. Mhm. Okay, ich schaue mal kurz Ja. in den Chat rein. Da haben wir hier, der Michael Klein schreibt, Summer Kisses wurde komplett gefilmt für Flaming Star. In der Erstaufführung war der Song dabei. Das weiß ich jetzt nicht, kann sein. Der beste Elvis-Western, ja, definitiv. Das Publikum hat sich weggeschmissen vor Lachen. Aha, okay.
weiß jetzt zwar nicht warum, aber leider ja. Habt ihr einen Elvis-Lieblingsfilm? King Creole Tickle Me, G.I. Blues, Wild and Candy, Change of Habit. Also die Fans im Chat sind gerade ein bisschen beim Diskutieren über Elvis-Filme. Da werden wir sicherlich auch mal einen eigenen Talk vielleicht drüber machen, über einzelne Filme. Was haben wir Oder hier ein noch? Vergleich zu dem Kurt Russell-Movie. Ja, zum Beispiel, ja. Change of Habit, ja, genau. Okay, ja, Change of Habit ist auch, wie ich finde, auch ein guter, also ja, gut, für Elvis-Verhältnisse. Also es ist ein guter. Ja, ich fand den auch witzig. Also Ja. der hat mir eigentlich so mit am besten fast gefallen auch. Ja. Change of Habit. Das war mit Mary Tyler Moore, der war Ja. cool. Ja. Also auch die Story mit diesem Ghetto und Elvis als Arzt. Ja. Das war, glaube ich, eine coole, überzeugende Rolle von ihm. War gut. Ja. Ein Nicht-Elvis-Song im Soundtrack, der drin war, ich weiß nicht, wie du das siehst, da kam ja Little Richard quasi vor und Little Richard wurde ja hier gesungen von Les Green, Tutti Frutti. Ja. Kannst dich Das ist erinnern, der wie fandst du Schauspieler, den Little Richard im Film? Ja, eigentlich nicht schlecht. Also, ich glaube zwar, dass Little Richard von seiner Statur her nicht ganz so dünn war. So weil ich habe von Little Richard auch erst kürzlich eine Dokumentation über ihn angesehen. Aber der Schauspieler, finde ich, hat ihn gut verkörpert. Also auch der Auftritt in dem Club Handy, also das fand ich gut. Fand ich gut. Ja. Auch dass Elvis sagt, also dass Austin Butler sagt, wie gern ich den Song aufnehmen würde. Und Ja. dann sagt ja B.B. King zu ihm, das, wenn du machst, kannst du viel mehr Geld machen, als sich der Junge vorstellen kann. Ja, weil du gerade B.B. King erwähnst. Also das war ja für mich schon ein bisschen eine Überraschung, welch große Rolle man dem in dem Film gegeben hat, auch in Ja, seinem das Verhältnis zu Elvis. Das war mir so ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die sich so gut, also ich wusste natürlich, dass sie sich kannten. Ja, es gibt auch Interviews von B.B. King, wo er erzählt, dass sie miteinander gesprochen haben und so weiter. Aber dass das jetzt wirklich so weit ging, vielleicht hat auch der Film das ein bisschen hervorgehoben. Ich weiß es nicht. Wenn ihr was wisst in die Kommentare, schreibt es gerne rein. Daniel, weißt du mehr über die Da Sache mit kam B.B. das King? schon ein bisschen so kumpelhaft drüber, ja. Ja. So, also ich zwischen dem Freundschaftsverhältnis, dazu kann ich jetzt echt nichts sagen. Also das habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert, bis jetzt zumindest. Ja. Wäre vielleicht auch interessant, dass man das mal vertieft, die Freundschaft zwischen den beiden. Ja. Ja, definitiv. Also da geben auch die Biografien, ich habe ja einige gelesen, wenig her drüber zu dem Thema. Der taucht schon immer mal auf, aber so diese Rolle, die er hier im Film hat, wobei man natürlich auch ein bisschen dazu sagen muss, dass der Film natürlich sehr stark betont eben auch so ein bisschen den Einfluss jetzt der farbigen Amerikaner auf die Entwicklung der Rockmusik. Zu Recht, keine Frage. Vielleicht müssen wir nicht drüber deswegen reden. hat man es gemacht. Ja, das denke ich auch. Und es kommt ja an mehreren Stellen, weil wir haben ja auch die Big Mama Thornton, kommt ja vor im Film, ja, wo man dann immer dazu neigt, also manche, die, ich sage jetzt ein bisschen böse, die keine Ahnung haben, die dann immer sagen, Elvis hat die Musik der Farbigen kopiert und erwähnt dann Hound Dog, was völliger Blödsinn ist, weil Hound Dog ist eine Jerry Lieber Mike Stoller Komposition, also eine weise Komposition, hat es bloß am Rande jetzt, ne? Aber da gibt es ja Leute, die sich da immer so reinsteigern. Natürlich hat Elvis schwarze Songs aufgenommen, logischerweise musste er ja, der ganze Rhythm and Blues kommt ja von den farbigen Amerikanern, keine Frage. Insofern Aber ich war das glaube, auch. das hängt auch sehr viel, wenn ich das anmerken darf, zusammen mit seiner Kindheit. Ja, wie er aufgewachsen ist. Und das sieht man halt auch am Anfang in dem Film sehr gut, dass er auch von diesem, wie du schon gesagt hast, die Szene mit dem Big Boy Crudup, wo er da durch den Schlitz schaut. Durch den Schlitz da, wie elektrisiert sein Gesichtsausdruck. Also ich glaube, dass die schwarze Musik ihn einfach wirklich im Herzen und in der Seele angesprochen hat. Auch dann die Gospel-Szene, mit der Kirche, also mit dem Kirchenzelt, mit dem Gottesdienst da.
Ich glaube, das hat ihn geprägt und ich denke mal, dass er auch ein Liebhaber von schwarzer Musik war und deswegen ist er bei seiner eigenen Musik auch in diese Richtung gegangen. Ja, ja, Die das denke ich auch. Einflüsse. Ja, und man hört es ja auch an seinen Aufnahmen, Blues-Aufnahmen. Der Rolling Stone hat ja mal geschrieben, es ist ein Jammer, dass er in seinem Leben nicht ein einziges vollständiges Blues-Album aufgenommen hat. Dem pflichte ich bei, weil das konnte er wirklich verdammt gut. Man muss sich nur Merry Christmas Baby anhören, Ja, 1971. ja. Brillant, meiner Super. Meinung nach. Eine der großartigsten Blues-Aufnahmen, die ich je von einem weißen Künstler gehört habe. Soweit gehe ich da tatsächlich. Und aber auch die Gospel-Aufnahmen sind natürlich in ihrer Art Ja. einfach großartig. Ne? Das muss man einfach sagen. Die Ja, Gospel finde ich auch super genial. genau. Ja, schauen wir noch mal rüber. Soundtrack von Harum Scarum ist definitiv. Also da muss ich jetzt kurz mal drauf eingehen. Das finde ich ja bemerkenswert, dass Harum Scarum in der Fanszene so in den letzten Jahren aber komischerweise erst so an Popularität gewonnen hat. Wie siehst du das, Daniel? Kennst du den Film? Ich habe ja alle Filme, glaube ich, mittlerweile schon 4 oder 5 Mal durch. Okay, okay. Und bei Harum Scarum muss ich sagen, da habe ich auch so mitbekommen, dass da in der Fangemeinde oder in der Fanwelt erstens mal schon der Film so verrissen wird, immer wieder. Ja. Und auch der Soundtrack. Also ich muss sagen, wenn man sich die Filme der Reihe nach ansieht, für mich war die Story von Harum Scarum mal irgendwie was völlig anderes. Ja, und mit diesem Flug in den Orient und dass er dann entführt wird und so. Und also ich fand, dass die Story was Erfrischendes war, weil es ja doch eigentlich von den anderen Filmen sehr abweicht. Und ich muss auch sagen, ich fand den Film nicht schlecht, ich fand aber auch den Soundtrack jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, es ist der allerschlechteste Soundtrack. Allein, ich muss sagen, als Beispiel der Song Little Tambourine. Ich Ja. finde, der macht richtig Laune und auch die Szene, wo da die 3 Tänzerinnen und Elvis mit dem Tambourin da dazu, fand ich cool, fand ich gut. Also, Also ich glaube, dass der Film eigentlich, er hat einen großen Fehler, sage ich jetzt mal so. Er nimmt sich ernst. Würde er das nicht tun, dann könnte man, dann wäre das ein völlig anderes Genre, dann könnte man Ja. so ein bisschen in die Beatles-Richtung Help, ne, zum Beispiel Ja. gehen. Ja, Ja. und noch ein bisschen die Gags noch ein bisschen ausfallen, dann hätte man tatsächlich aus dem Film wirklich was Gutes, denke ich, machen können. Ja, wahrscheinlich. So bleibt halt immer ein bisschen der fade Beigeschmack, dass man immer ein bisschen den Eindruck hat, man wird schon ein bisschen verarscht hier, wenn man den Film ansieht. Aber ich stimme dir zu, der Film hat durchaus Szenen drin und er hat auch im Soundtrack, da wollte ich auch mal ein Video drüber machen, werde ich auch irgendwann mal machen. Er hat im Soundtrack ein paar ganz interessante Instrumentierungen drin, die man so bei Elvis nirgends anders hört. Und die das schon auch interessant machen. Gleiches gilt übrigens auch für Frankie und Johnny, wird auch immer so abgetan. Da sind so ein paar Dixieland-Nummern drin. Da lohnt es sich mal ein bisschen genauer hinzuhören, meiner Meinung nach. Auch wenn die Songs jetzt wirklich qualitativ natürlich keine Grammy Award-Songs sind, davon sind meilenweit entfernt, aber einfach so ein bisschen, was du ja auch gesagt hast, mal ein bisschen was anderes, ja. Und ich denke, es trifft auf Harum Scarum zu und auch auf Frankie und Johnny zum Beispiel, um die 2 jetzt mal zu nennen, könnte man andere auch noch nennen. Die Filmkarriere, muss ich sagen, die kommt in dem Baz Luhrmann-Film auch ein bisschen kurz. Ja. Da finde ich, also ich war dahinter überrascht, als ich gelesen habe, wie Elvis Presley hat über 30 Spielfilme gemacht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, also in dem Film, in dem Baz Luhrmann-Film kam das jetzt nicht so rüber, ja, als wenn er da wirklich in der Materie so tief drin gewesen wäre. Ja. Aber das wird wahrscheinlich auch als eher negativer Aspekt in seiner Karriere in dem Baz Luhrmann-Film auch ein bisschen so angenommen. Das war vielleicht auch geplant so, ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, die eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die hat bemängelt, dass seine Militärzeit in Deutschland auch so kurz gekommen ist. Ja? Und da muss ich sagen, wenn man
vielleicht auch die negativen Seiten von dem Baz Luhrmann-Film aufzeigen oder ansprechen möchte, da muss ich sagen, ist die Militärzeit für mich der einzige negative Aspekt an dem Film, weil als da eingeblendet wurde Germany 1959, also da habe ich mir schon gedacht, endlich zeigen sie was von Deutschland. Und da habe ich mich eigentlich gefreut, dass man jetzt so von seiner Militärzeit richtig auch was im Film einbaut und auch darüber erfährt. Ja. Aber da war der einzige Aspekt eigentlich nur das Kennenlernen zwischen ihm und Priscilla. Und so schnell kann man gar nicht schauen, ist er schon wieder in Amerika zurück. Also da muss ich ihr tatsächlich rückwirkend zustimmen. Ja. Das kam für mich auch ein bisschen zu kurz, das Thema. Weil es ja doch für ihn, für sein ganzes Leben auch so prägend war. Ja, das stimmt. Also ich war ja heuer im März, glaube ich, war es März oder April, in Bad Nauheim endlich mal, zum ersten Mal. Habe auch ein Video dazu gemacht. Ja, genau. Ihr könnt euch das gerne, wer es noch nicht angesehen hat, mal ansehen. Da fand ich das total interessant, was es da alles für Geschichten gibt. Und kleiner Ausblick, ich arbeite gerade daran, ich habe also einen Kontakt vermittelt bekommen zu einem wirklichen Zeitzeugen, und zwar zu jemandem, der in Bad Nauheim mit Elvis Presley zusammen American Football gespielt hat, der auch noch lebt, ein Deutscher. Und ich habe den Kontakt, ich kann jetzt noch nicht mehr dazu sagen, weil das muss alles erst gemacht werden, weil da muss ich hochfahren, weil da können wir also mit interaktiv und so, das geht nicht mit jemandem, der über 80 Jahre alt ist, bei allem Respekt, aber das wird wohl nicht funktionieren, deswegen möchte ich die Person auch persönlich kennenlernen und ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist so ein Plan und es wird irgendwann kommen, da wird es dann ein Video darüber natürlich geben, Zeitzeugenbericht Elvis in Bad Nauheim. Und wir haben ja jetzt auch, es sind ja auch etliche wieder hier jetzt im Stream von der EPG und so weiter und von anderen Fanclubs, The King's World, möchte ich in dem Zusammenhang auch nicht vergessen zu erwähnen. Es gibt ja wieder das Treffen in Bad Nauheim im Sommer, im August, glaube ich, ist es. Und das wollen wir doch mal mit ansprechen hier. Also da gibt es auch auf Facebook diverse Gruppen für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so sich auskennen. Ja, wenn ihr in Facebook seid, könnt ihr reingehen. Es gibt verschiedene Elvis, die Legende. Es gibt Elvis in Bad Nauheim. Ich nenne jetzt mal nur die 2. Es gibt noch viel, viel mehr Gruppen, um Gottes Willen. Die anderen mögen mir jetzt bitte nicht böse sein, dass ich jetzt nicht alle Gruppen aufzähle. Bin ja ich allein schon in 12, glaube ich, drin. Ich habe es gar nicht gezählt. In vielen auf jeden Fall. Dani, bist du Facebook-mäßig drin? In Elvis-Gruppen? Ja, ich bin allerdings nur in einer Gruppe und es ist die offizielle Festivalgruppe, also die von der EPG. Ja, bin ich auch drin, ja. Genau. Okay. Und im Berlin-Forum bin ich auch angemeldet. Okay. Da erfährt man, finde ich, immer ganz gute... Ja, Elvis Fanclub Berlin. Genau, richtig. Meinst du? Ja, sehr gut. Immer Neuigkeiten auch zu diversen Veröffentlichungen. Ja. Da habe ich auch übrigens erfahren, dass seit heute auf Spotify kann man sich den neuen Mix von In the Ghetto anhören, von der von der neuen Elvis Memphis Box. Ja. Den habe ich mir auch tatsächlich vor unserem Stream angehört und ich muss sagen, klanglich, wow. Ja. Das ist gut, dass du das jetzt erwähnst. Ich habe es mir nämlich notiert und ich hätte es jetzt tatsächlich vergessen, weil wir eigentlich schon am Ende sind mit unserer Zeit, aber die 2 Minuten, die gönnen wir uns schnell noch. Ja, du hast völlig recht. Elvis Memphis wird im August erscheinen, 5 CD, glaube ich, Boxset und Doppel-Vinyl-Ausgabe, limitiert auch in farbiger Ausgabe, wenn ich es richtig gelesen habe. Alle Memphis-Aufnahmen von Sun, nein, nicht alle, habe ich gelesen, es fehlen welche, aber egal. Ja. Die Sun-Zeit ist drauf, dann haben wir, was ist das nächste? 69, ne? Genau. Genau, 69. Dann auch interessant, die Live-Show vom 20. Nashville. März 74, ne, mit South Coliseum. Da war übrigens die erste Auskopplung schon online. Ich weiß nicht, ob du die auch angehört hast. Polk Salad Annie. Polk Salad Annie habe ich mir angehört, ja. Das war ja von seinem Konzert in Memphis. Genau. Diese Homecoming-Show. Ja, haben mich ein bisschen gewundert, dass man das genommen hat, sage ich ganz ehrlich, weil wenn man nämlich genau hinhört, da patzt, jetzt weiß nicht, Jerry Sheff oder Duke Bardwell, wer da den Bass spielt, einer von beiden, der patzt im Solo. Hört mal genau hin. Wundert mich, dass man das genommen hat. Ich hätte aus dem Konzert was anderes ausgekoppelt. Aber egal, haben wir uns gefreut.
Und In the Ghetto, ja, da stimme ich dir absolut zu. Der Sound ist phänomenal. Super. Wirklich Absolut. gut. Also ich denke, Ernst Michael Jürgensen, der ja für RCA bzw. Sony verantwortlich ist für die Elvis-Veröffentlichungen, es wird ihm wohl wieder gelingen, uns Fans in den Geldbeutel greifen zu lassen. Ja, ich muss sagen, auch diese Undubbed Masters, die haben mir schon in den ganzen Veröffentlichungen, die ich mir jetzt über die 2 Jahre hinweg zugelegt habe, da sind ja doch auch viele Undubbed Masters drauf. Und das muss ich sagen, das fand ich von Anfang an, als ich die ersten gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist richtig cool, das zu hören und dass man auf dieser Box lediglich Undubbed Masters dann zu hören bekommen wird. Also ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Ja, denke ich auch. Wird eine interessante Geschichte ohne die Overdubs. Das ist immer irgendwo interessant. Also ich höre das auch total gern. Ich habe auch die beiden Boxen zu 1970 und zu 71, Elvis in Nashville. Ja. Auch großartiges Material. Auch die Outtakes finde ich sehr gut ausgewählt. Also das sind schon spannende Geschichten. Und von daher denke ich, wird das auch wieder erfolgreich werden. Ja. Meine Lieblingsveröffentlichung ist ja auch Elvis at Stax. Ja. Und dass die Songs dann auch in dem neuen mit eingebunden sind, das finde ich für mich natürlich richtig ansprechend. Ja, ja. Das ist auch eine gute Veröffentlichung, weil ja RCA durch ihre Veröffentlichungspolitik in den 70er Jahren das Zeug mehr oder minder zerstückelt hat, sage ich jetzt ein bisschen böse, also verteilt hat auf 3 Alben mit ganz seltsamer Zusammenstellung zum Teil. Also das Album Raised on Rock zum Beispiel, das verliert ganz eindeutig gegenüber Good Times und vor allem gegenüber Promised Land. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da können wir uns auch mal drüber unterhalten. Ja, wir sind in der Zeit, die Fußballfans schauen schon mit den Hufen, ich auch. 21 Uhr. Also alle nicht-deutschen Zuschauer mögen mir bitte verzeihen, dass ich heute hier im Trikot sitze, aber das ein bisschen Patriotismus muss sein. Und es geht jetzt gleich um 21 Uhr los. Aber vorher noch bedanke ich mich zunächst mal bei dir, Daniel. Es war ganz klasse. Ich habe es so erwartet und du hast mich nicht enttäuscht. Ja, ich fand es auch richtig super. Danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wir werden das wiederholen, weil, wie gesagt, ich versuche monatlich, wenn ich es schaffe, einen Livestream zu machen, immer mal mit wechselnden Partnern. Aber natürlich heißt es nicht, dass einer nur einmal dabei ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir 2 auch wieder hier sitzen demnächst mal und wieder gemeinsam was machen. Gerne, wäre ich absolut dabei. Wunderbar, das freut mich sehr. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und bei euch, liebe Zuschauer, auch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr habt ja fleißig reingeschrieben in die Kommentare. Ihr könnt es auch weiterhin noch machen. Natürlich kann ich euch am Schluss nicht ersparen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat. Ich weiß, das nervt immer, aber man muss es trotzdem immer wieder sagen, denn die Abonnements bringen die Kanäle eben voran und man kann dann auch mehr machen. Man hat mehr Möglichkeiten, auch bei YouTube. Das ist einfach so und ich spreche jetzt nicht von Geld, das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich habe noch keinen einzigen Cent verdient mit meinem Kanal und das brauche ich auch nicht. Ich mache das gerne und ich mache das für euch und ich mache es auch vor allem für Elvis Presley, weil ich der Meinung bin, es sollte nur ganz, ganz wenige Menschen auf dieser Welt geben, die Elvis Presley nicht kennen. Ich glaube, da werdet ihr mir alle zustimmen und dazu sollen auch die Videos ein bisschen beitragen. Dankeschön für eure Zeit. Danke, dass ihr mit dabei wart und ich wünsche euch eine gute Zeit. Nächste Woche wird es definitiv natürlich wieder ein Video geben. Was genau, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber wie gesagt, ich arbeite daran, auch Kontakt zu einem Zeitzeugen herzustellen. Kontakt habe ich, jetzt müssen wir bloß noch zusammenkommen. In diesem Sinne, Dankeschön für euer Interesse, toll, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und die Fußballfans unter euch Daumen drücken, sofern ihr für die deutsche Mannschaft seid, für das Achtelfinale, das in 22 Minuten angepfiffen wird. Viel Spaß, schönen Abend noch für euch. Danke fürs Dabeisein. Servus.